Für viele Menschen gehören Auslandsreisen zum festen Bestandteil der Jahresplanung. Und egal ob ein All-Inclusive-Urlaub in der Türkei, eine Fernreise nach Thailand, Familienurlaub auf den Kanaren, ein Campertrip oder Interrail durch Europa bis hin zu einer mehrjährigen Weltreise. Eine gute Auslandskrankenversicherung ist ein absolutes Muss, denn sonst kann aus der lang ersehnten Traumreise ganz schnell ein finanzieller und gesundheitlicher Albtraum werden. Hi, wir sind Helen und Horst und wir reisen seit vielen Jahren in die verschiedensten Regionen der Welt und hatten unterwegs auch schon einige Krankheitsfälle und waren froh, eine gute Auslandskrankenversicherung zu haben. Denn auch auf Reisen kann immer was passieren, egal ob Unfälle, Krankheiten oder im schlimmsten Fall sogar der Rücktransport nach Deutschland. Beim Thema Gesundheit gibt es keine zwei Meinungen und da muss man einfach abgesichert sein. Und bevor wir reinstarten, ein kurzer Disclaimer: Das hier ist keine Versicherungsberatung, sondern die Infos basieren auf unserer Recherche nach bestem Wissen und Gewissen und unseren Erfahrungen mit Versicherungen auf Reisen. Und wir sind hier auch aktuell gerade in Indien unterwegs. Daher bitten wir auch die Hintergrundgeräusche, die Ziegen, die Hühner, die Hunde, die Motorräder zu entschuldigen. Ich hoffe, dass die Audioqualität trotzdem gut ist. Aber für welche Reise benötige ich jetzt eine zusätzliche private Auslandskrankenversicherung? Und falls ja, welche ist die richtige? Oder brauche ich auch für manche Reisen gar keine? Und zur besseren Übersicht haben wir das in verschiedene Kategorien eingeteilt. Mit deiner gesetzlichen Krankenversicherung, der GKV, bist du überall in Deutschland versichert. Das heißt, bei einem Urlaub in Deutschland musst du dir um deine Krankenversicherung keine Gedanken machen. Das ist ja logisch. Aber wie sieht es mit Reisen innerhalb der Europäischen Union aus? Hier bist du mit deiner deutschen gesetzlichen Krankenversicherung im Rahmen der Grundversorgung abgesichert. Das heißt, notwendige Behandlungen sind versichert und die deutsche Krankenversicherung rechnet nach dem vereinheitlichten Regelsatz ab. Das heißt, wenn du in einem Land bist, wo die Arztkosten sehr teuer sind, musst du die Mehrkosten selbst tragen. Und dann noch ein Hinweis dazu, den ich kurz ablesen muss. Und zwar gilt das neben der EU auch für Länder wie Island, Liechtenstein und Norwegen, also den europäischen Wirtschaftsraum, sowie die Schweiz, das Vereinigte Königreich und Nordirland. Und ebenfalls grundversichert sind Urlauber, die in ein Land reisen, mit dem Deutschland ein Sozialversicherungsabkommen getroffen hat, wie zum Beispiel die Türkei. Bei einer Reise ins EU-Ausland bzw. in die eben genannten Länder ist eine zusätzliche private Auslandskrankenversicherung also kein Muss, unserer Meinung nach aber trotzdem sinnvoll, vor allem weil sie nicht teuer ist. Für alle Länder außerhalb der Europäischen Union und der eben genannten Länder, die in eine der Kategorien fallen, und natürlich für alle Fernreisen, also zum Beispiel in Asien, große Teile von Afrika, Lateinamerika, Nordamerika, USA, Kanada bis hin nach Australien. Dafür solltet ihr unbedingt eine zusätzliche private Krankenversicherung abschließen. Entweder kannst du eine einzelne Reise ganz spezifisch versichern, also beispielsweise deinen zweiwöchigen Urlaub nach Thailand, oder du schließt eine Jahresauslandskrankenversicherung ab, die gleich mehrere Urlaube abdeckt. Die maximale Reisedauer für eine einzelne Reise darf dann nicht länger als 6 oder 8 Wochen sein, abhängig vom Anbieter, aber es dürfen mehrere Urlaube pro Jahr sein. Also du kannst dann mit einer Jahresauslandskrankenversicherung beispielsweise 3-mal pro Jahr 3 Wochen verreisen, also insgesamt 9 Wochen, und alle diese Urlaube sind mit einer Jahresauslandskrankenversicherung abgedeckt. Der Preis für die private Auslandskrankenversicherung hängt in erster Linie von eurem Alter ab und davon, ob ihr es alleine abschließt, als Paar oder als Familie, aber es ist insgesamt sehr, sehr günstig. Also wir sind Anfang 30 und zahlen für die Versicherung 35 € pro Jahr zusammen. Also ist extrem günstig, ein absoluter No-Brainer unserer Meinung nach. Auch wenn ihr nur Reisen innerhalb der Europäischen Union macht, weil da die Leistungsabdeckung besser ist, als wenn ihr nur die GKV nutzt. Und wir verlinken euch auch 2 Anbieter in der Videobeschreibung. So, für den ganz normalen Jahresurlaub wäre also alles geklärt, aber wie sieht es mit einer längerfristigen Reise, wie zum Beispiel einem Sabbatical oder einer Weltreise aus? Grundsätzlich ist es so, dass du dich bei einem Auslandsaufenthalt von mehr als 3 Monaten von deiner gesetzlichen Krankenkasse in Deutschland abmelden kannst. Und das solltest du auch tun, denn wenn du dich außerhalb der Europäischen Union befindest, kannst du die Leistung der gesetzlichen Krankenkasse ja eh nicht in Anspruch nehmen. Das heißt, du solltest sie auch nicht zahlen und stattdessen lieber eine private Auslandskrankenversicherung abschließen, die in der Regel auch deutlich günstiger ist. Wir waren 2 Jahre lang auf Weltreise und während dieser Zeit bei der Young Travelers Auslandskrankenversicherung versichert. Wir hatten auch einige Krankheitsfälle, wurden immer gut behandelt und haben das Geld erstattet bekommen. Und den Link zu der Young Travelers findet ihr auch in der Videobeschreibung. Damals haben wir für ein Jahr 420 € pro Person ohne Selbstbeteiligung bezahlt. Aber der Preis hängt davon ab, wie alt ihr seid, wie lange die Reise dauert und eben, ob man mit oder ohne Selbstbeteiligung wählt und auch davon, in welche Region man reist. Denn in der Regel ist es so, dass wenn man einen Teil der Reise in Nordamerika, also in den USA oder in Kanada verbringt, dass es dann deutlich teurer ist. Außerdem gibt es bei der Young Travelers 2 verschiedene Tarife, einmal Basic und einmal Premium.
Wir selbst haben Premium genutzt und würden das eigentlich auch so weiterempfehlen. Da ist nochmal mehr mitversichert und man hat keine Selbstbeteiligung. Und wie gesagt, den Link findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung. Falls euch das Video bis hierhin gefallen hat oder geholfen hat, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Das hilft unserem Kanal sehr weiter. Und sollten euch mehr Videos interessieren zum Thema Reisevorbereitung, also beispielsweise auch Kreditkarten oder alles rund ums Thema Weltreise oder auch Länderguides zu ganz vielen verschiedenen Ländern auf dieser Welt, dann abonniert diesen Kanal. Dann jetzt noch die Frage, welche Leistungen abgedeckt sind. Und das hängt natürlich von der Versicherung selbst ab. Meistens gibt es auf den Websites eine Übersicht dafür oder so ein PDF, was ihr runterladen könnt. Wir haben jetzt einfach mal beispielsweise hier was von der Young Travelers genommen, die wir selbst genutzt haben und auch weiterhin nutzen. Und zwar sind das ambulante und stationäre Behandlung, Zahnbehandlung, Schwangerschaft inklusive Vorsorge und Geburt, einen Heimatbesuch bis zu 3 bzw. 6 Wochen, je nach Versicherungsdauer, alle Sportarten ohne Ausnahme sowie Arbeiten im Ausland bis hin zum Krankentransport inklusive Rücktransport ins Heimatland. Außerdem sind Vorerkrankungen, die bei Personen bis zu 39 Jahren im Laufe der Reise akut werden, mit abgedeckt. Also wirklich sehr, sehr viel Sachen, die hier mit abgedeckt sind. Und wie funktioniert jetzt die Abwicklung in einem Schadensfall? Und wichtig ist, ihr seid jetzt im Ausland Privatpatient. Das heißt, wenn ihr im Krankenhaus seid oder beim Arzt und so weiter, geht ihr erstmal in Vorkasse. Das heißt, ihr müsst die Sachen erstmal selbst bezahlen und reicht dann anhand der Rechnung, die ihr beim Arzt oder im Krankenhaus bekommt, die Sachen bei der Auslandskrankenversicherung ein. Meistens gibt es dazu auf der Website Online-Formulare und bei manchen Versicherungen kann man das auch in der App machen. Also das ist wirklich sehr, sehr einfach und niedrigschwellig. Und der Vorteil bei einer privaten Auslandskrankenversicherung ist, dass ihr im Ausland wie ein Privatpatient behandelt werdet. Das heißt, ihr könnt euch im Prinzip das Krankenhaus und den Arzt aussuchen. Also auch Privatkliniken beispielsweise. Also ich war in Bangkok und in Chiang Mai jeweils im Krankenhaus und wurde dort so gut und so schnell behandelt. Das geht natürlich nur dort, wo es die notwendige Infrastruktur gibt, also beispielsweise in größeren Städten. Und eine ganz wichtige Info, ihr müsst alle Daten bei der Auslandskrankenversicherung korrekt angeben. Also beispielsweise euer Abreisedatum oder wie lange die Reise voraussichtlich dauert. Und das könnt ihr auch so machen, dass ihr erstmal einen längeren Versicherungszeitraum wählt, wenn ihr zum Beispiel noch nicht wisst, wie lange eure langfristige Reise gehen soll. Und wenn ihr dann früher als geplant zurückkommt, dann kriegt ihr diesen Betrag auch zurückerstattet. Aber es ist ganz wichtig, dass alle Daten stimmen, weil sonst greift die Auslandskrankenversicherung im Fall nicht. Gleiches gilt, wenn ihr fahrlässig handelt. Also ein typisches Beispiel ist, wenn ihr einen Roller mietet, aber ihr habt keinen Motorradführerschein oder nicht den entsprechenden internationalen Führerschein, wo das vermerkt ist. Und dann kann es sein, dass sich die Auslandskrankenversicherung querstellt und bei dem Unfall die Behandlungskosten nicht übernimmt. Übrigens gibt es auch einige Kreditkarten, wo Auslandsaufenthalte mitversichert sein können. Und auch bei manchen ADAC-Mitgliedschaften ist das der Fall. Da müsst ihr aber auf jeden Fall auf die genauen Bedingungen achten. Und Gleiches gilt auch für in Deutschland Privatversicherte. Da können wir jetzt aus eigener Erfahrung nichts zu sagen, weil wir nie privat versichert waren. Aber auch da sind zum Teil Auslandsaufenthalte wohl mitversichert. Da müsst ihr euch aber die genauen Konditionen anschauen. Darüber hinaus gibt es noch weitere reisespezifische Versicherungen, wie zum Beispiel eine Gepäckversicherung oder eine Reiserücktrittversicherung. Die kann man dann manchmal auch noch mit dazu buchen. Das kann dann im Endeffekt jeder für sich selbst entscheiden, ob man das braucht oder nicht. Was wir aber noch jedem empfehlen würden, ist eine zusätzliche Elektronikversicherung. Und zwar nicht nur Leuten, die irgendwie mit viel Technik reisen, wie wir, mit Kamera und Laptop und so weiter, sondern im Prinzip jeder, der ein etwas teureres Handy hat. Weil auf Reisen ist das Risiko schon ein bisschen erhöht, dass es irgendwie gestohlen wird, dass es verloren geht oder dass es einfach kaputt geht. Und da hat uns so eine Elektronikversicherung schon öfters mal den Hintern gerettet, sonst wären wir, glaube ich, schon um 1.000 € ärmer gewesen. Kostet auch nicht so viel, ist es unserer Meinung nach auf jeden Fall wert. Da verlinken wir euch auch einen Anbieter in der Videobeschreibung. Das waren alle unsere Infos zum Thema Auslandskrankenversicherung. Wenn wir in euren Augen irgendwas Wichtiges vergessen haben, dann ergänzt es gerne in den Kommentaren oder wenn ihr noch irgendwelche Fragen zum Thema Auslandskrankenversicherung habt, das beantworten wir alles sehr gerne. Ich hoffe, von der Geräuschkulisse war es erträglich gewesen. Es ist manchmal nicht so leicht von unterwegs immer solche Videos zu drehen. Von daher, ja, danke, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns dann nächste Woche wieder hier in Indien an den schönen Stränden von Goa. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Das Vereinigte Königreich und Nordirland und außerdem sind grundlegend... Hund. Was? Hund. Sie rasten auch gerade komplett aus, oder? Gar nicht mal so leicht, ein Video hier aufzunehmen. Jetzt kann ich mal die Kamera mal kurz aus. Das bringt nichts. Das erklärt ein bisschen die Ziegengeräuschkulisse, aber sie werden jetzt abgeführt.